Mehr innere Sicherheit, aber der Traum vom grenzenlosen Reisen innerhalb Europas, der ist für Deutschland und auch für seine neuen Nachbarländer vorbei. Jetzt geht es nämlich los mit den Kontrollen an allen deutschen Grenzen. Und es war zu erwarten, das gefällt den europäischen Nachbarn so überhaupt nicht. Die Kritik ist groß, vor allem was da noch Deutschland vorhat, nämlich Zurückweisungen. Und da gibt es nicht nur Kritik, da droht jetzt aktuell tatsächlich ein handfester Streit. Die Grenzen zu, Asylbewerber umfassend zurückweisen. Diesen Antrag hat die Union nun im Bundestag eingereicht. Die Koalition hat ihn zur Diskussion in die Ausschüsse verwiesen. Bei der Veranstaltung Bild 100 mit den wichtigsten Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft und Kultur war das natürlich auch Thema. Der CDU-Parteichef fordert mehr Offenheit von der Ampel. Dann lassen Sie uns das doch mal für 3 Monate ausprobieren. Wenn wir dann feststellen, dass es nicht wirkt, kann man es immer noch wieder zurücknehmen. Merz erntet sogleich Kontra. Europapolitisch diffizile Entscheidungen mit wohl möglich weitreichenden Folgen. Mal eben antesten. Deutschland müsse aufpassen, wie man mit den Nachbarländern umgehe, meint die Bundesinnenministerin. Man soll auch das Hochfahren der europäischen Grenzsicherung abwarten. Wir haben ein gemeinsames europäisches Asylsystem auf den Weg gebracht. Und da müssen wir halt auch aufpassen, was man in der Praxis mit den Nachbarn macht und was nicht. Die Bundestagspräsidentin assistiert. Also von Tests und Scheinlösungen halte ich wenig. Ich glaube, Sie sollten den Bürgern auch keinen Sand in die Augen streuen und etwas versprechen, was am Ende vielleicht rechtlich nicht haltbar ist. Man kann sich einigen. Gestern hat es NRW vorgemacht. Ein umfassendes Paket für mehr Sicherheit und Abschiebung wurde auf den Weg gebracht. Getragen von 2 sehr unterschiedlichen Partnern in einer Koalition. Schwarz-Grün, eine Regierung, aber immer noch 2 politische Lager. Müssen Dinge kommen, die wirklich eine Lösung sind. Entscheidungen, ob jemand reinkommen kann ins Land oder eigentlich woanders schon sicher ist, an der Grenze zu treffen, wäre dazu ein großer Beitrag. Ja. NRW ist führend in den Abschiebungen, ebenso wie ein anderer schwarzer Ministerpräsident aus dem Süden der Republik. Sind wir bitte ehrlich, uns wächst das Thema Migration über den Kopf. Es spaltet das Land. Und es ist nach wie vor so, dass viele Deutsche in ihren Städten unsicher sind und sich nicht mehr ganz so zu Hause fühlen. Also brauchen wir einfach eine vernünftige Lösung. Und die kann am Ende nur darin bestehen, indem wir tatsächlich eine deutliche Reduzierung bei der Migration haben. Der liberale Ampelpartner meint, erst mal reden und vorher nichts ausschließen. Wir müssen über alles sprechen, was die irreguläre Migration nach Deutschland regelt. Wir wollen ein weltoffenes Land sein. Wir brauchen Einwanderung in unseren Arbeitsmarkt, aber eben keine irreguläre Migration in die sozialen Sicherungssysteme. Seid Menschen. Das Zitat von Margot Friedländer war gestern Hintergrund für ein Gruppenfoto mit Friede Springer und Springer-Vorstand Matthias Döpfner. Eine Mahnung, bei aller Dringlichkeit das Augenmaß nicht zu verlieren. Und über die aktuelle politische Diskussion jetzt Achim Unser aus dem Deutschen Bundestag. Der jüngste Vorschlag von Friedrich Merz lautet, einfach mal probeweise auszuprobieren, alle Migranten an der deutschen Außengrenze zurückzuweisen, also all jene, die illegal einreisen wollen. Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, hält davon wenig. Sie sagt erneut, das ist europarechtlich nicht durchführbar, denn man müsste dafür sozusagen anmelden, dass die innere Ordnung Deutschlands bedroht sei. Und Nancy Faeser, die Innenministerin, sagt da, ich werde doch nicht sagen, dass meine Polizei die Lage hier nicht mehr im Griff hat, weil das würde einfach nicht stimmen. Sie verweist zudem darauf hin, dass viele Erstaufnahmestätten nur zu 50% ausgelastet seien. Also auch das hätte dann juristisch keinen Gehalt. Da würden die Richter sagen, seht hier, ihr habt ja noch Plätze, ihr habt noch Aufnahmeplätze. Also was soll das? Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Union, sie erhofft sich eben aus diesem zumindest probeweisen Ablauf, dass dann eben ein Dominoeffekt entsteht, nämlich dass, wenn Deutschland zurückweist an der Grenze, dass das Österreich dann auch tut, alle anderen Länder dann auch tun, die um Deutschland herum sind, weil sie dann eben ansonsten das Problem mit den illegalen Migranten hätten. Allerdings, das würde dann bedeuten, dass sich an den Außengrenzen der EU tatsächlich da dann alle stapeln werden. Also dass da möglicherweise dann in Griechenland, Italien wieder so ein Chaos entsteht, wie wir es vor 5 Jahren schon einmal hatten. Und allein das würde dann vermutlich auch dazu führen, dass die Richter sagen werden, so kann es nicht gehen, ihr müsst euch alle schon an das Dublin-Verfahren halten. Wobei, da hat die Union ihren Punkt, das Dublin-Verfahren, es ist einfach sehr löchrig und es funktioniert nicht mehr so, wie es eigentlich angedacht war.